Was wir jetzt dazu machen, das ist ganz frischer Bärlauch. Duftet unheimlich gut. So, hi Leute, heute machen wir eine französische Terrine. Ich habe mal dazu geholt Schweinebauch, durch ein bisschen in Schwade. So, Schweinebauch haben wir hier 500 Gramm. Habe ich in wolfgerechte Stücke geschnitten. Jetzt habe ich hier noch Schweinenacke, schneide ich mal auch in wolfgerechte Stücke. So geht es dann alles durch den Wolf durch. Gewürze werde ich gleich mit dran machen. Mal wollte ich Leber dazu nehmen, aber das nämlich nicht. Für Gorgonzola-Käse. Das habe ich dann in Spanien, habe ich das mal probiert beim Metzger. War ganz lecker und das möchte ich auch machen. Das tun wir jetzt dann mal vorwürzen. So, ich habe jetzt genau 1000 Gramm. Was wir jetzt dazu machen, das ist ganz frischer Bärlauch. Der schneiden wir jetzt auch ein bisschen grob. Ganz frisch. Das schmeckt super lecker. So, ein bisschen spanischer Knoblauch. Das will ich ein bisschen grob würfeln. Eine Schalotte hinzu. Das Ganze, das geben wir dann zum Fleisch hinzu. So, was jetzt dazu kommt, Salz natürlich. Wir nehmen 10 Gramm Pökelsalz. 10 Gramm Meersalz noch. Dazu kommt noch ein großer Teelöffel Herbes Provenciales. Habe ich in Spanien gekauft. So, dazu werde ich noch spanische Pimienta Negra nehmen. Könnt ihr natürlich deutscher Pfeffer nehmen, 4 Gramm. So, dazu nehme ich jetzt noch ein bisschen frischer Koriander. Unsere Gewürze geben wir nun zum Fleisch. Dazu kommen noch 2 Eier. So, eine rote Zwiebel kommt noch dazu. Das war so eine 30 Gramm Zwiebel, eine rote. Dazu geben wir jetzt noch ca. 100 Gramm Gorgonzola-Käse anstatt der Leber. Ich habe das dann mal so auch in Spanien gegessen. Hammerlecker, Leute. Und das mache ich auch jetzt so nach. Wir schneiden das etwas in Würfel. So, das Ganze tun wir jetzt etwas leicht vermengen. Dann kommt das durch den Fleischwolf durch. So, das Wichtigste habe ich natürlich jetzt vergessen. Das ist nämlich jetzt Cognac. Mache ich so ungefähr 1,5 Schnapsgläschen dazu. Der Rest werde ich mal trinken noch. Lecker. So, nochmal kurz vermischen. So, in der Zwischenzeit, wo ich einen Fleischwolf aufbaue, stelle ich das nochmal schön kühl im Kühlschrank. Jetzt kommt unser Fleisch hier rein. Und das lassen wir jetzt durch den Fleischwolf durch. So Leute, so sieht es nun aus. Das Ganze wird jetzt etwas bindig vermengt, dass es eine kleine Bindung kriegt. Das reicht auch schon. Wenn es so gut schmeckt, wie es aussieht, Leute, hammermäßig würde ich sagen. Ich habe jetzt anstatt Leber habe ich Käse genommen und ich denke auch, das gibt hammermäßig. So wie das jetzt schon aussieht. Das ist jetzt meine Terrine. Schön mit Schmalz einreibe. Das ist jetzt ganz normaler Schmalz. Mit Pflaume gemacht. Könnt ihr auch ein Video sehen bei mir. Es gibt auch ein Video Schmalz mit Apfel und Grieben. Könnt ihr auch sehen. Aber dieser Schmalz habe ich jetzt speziell gemacht für solche Sachen. Ach, das sieht ja hammermäßig aus, Leute. Bisschen glatt streiche. So, was jetzt noch dazu kommt. Ich habe da so eine brasilianische Backform. Da könnt ihr auch sonst was nehmen oder auf dem Backblech das Wasser machen. Ich habe jetzt hier warmes Wasser. Das fülle ich da mal noch rein. Dass die Terrine so viertel bedeckt ist. Das reicht. So, das Ganze geht jetzt in vorgeheizte Backofen rein. Ich habe um 250 Grad mal gut vorgeheizt, volle Kanne. Temperatur stelle mal auf Ober- und Unterhitze 160 Grad. Wenn dann eine Kerntemperatur erreicht ist von 72, 75 Grad, sollte der fertig sein. Ich habe jetzt noch was ganz Wichtiges vergessen, nämlich meine Pfefferkörner, die da noch dazu kommen. Die mache ich jetzt nochmal dazu und werde das Ganze nochmal vermischen. Die riechen auch ganz frisch, die Pfefferkörner. Da kommen noch ein paar Lorbeerblätter drauf. Backofen auf 250 Grad vorheize. Ich gehe dann runter mit der Temperatur auf 160 Grad. Das Teil wird ungefähr eine Stunde dauern. Bin mit der Temperatur runtergegangen. 160 Grad, Ober- und Unterhitze. Stellen wir die Uhr noch ein. Gehen wir davon aus, eine Stunde.
So, eigentlich wären wir jetzt schon beim Anschnitt, nur hat mir diesmal YouTube einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die haben das jetzt neu gemacht. Entweder ist das Video 8 Minuten lang oder du kannst keine Werbung drauf schalten und das ist ja mein Geld. Ihr könnt das dann auch im Glas einwecken, sollte funktionieren. Ich benutze immer einen Schnellkochtopf, weil es eben noch sicherer ist, wie man das früher gemacht hat mit dem Einwegautomat. Aber trotzdem auch nicht ganz sicher, deswegen habe ich das jetzt mal so noch dran gehangen. So, die Kochzeiten hänge ich euch unten in die Beschreibung rein, wie immer. Aber ich gebe euch da keine Garantie drauf, weil eben ich mir jetzt einen Sklave bestellt habe oder einen Druckkochtopf und der ist gar nicht so teuer. Das kann sich jeder leisten, der sicher einkochen möchte. Weil du kochst nur mit 120, 121 Grad ab dieser Temperatur ganz sicher ein. Das Problem ist, wenn du die alte Kochmöglichkeit nimmst für Wurst, Bohnen oder Fisch zum Beispiel, dann bist du eben nicht sicher. Geht um das lebensgefährliche Toxin, das nennt sich auch Clostridium botulinum. Das ist sehr gefährlich, da sind schon auch einige Leute gestorben und deswegen habe ich mir den Druckkochtopf bestellt. Da bekommt ihr auch Prozente drauf und der ist gar nicht so teuer, wie ihr denkt. Das ist derselbe wie dieser aus US-Amerika, nur dass er hier auch die Zulassung hat. Das mal zu dem. Ihr kocht nur sicher mit 120, 121 Grad ein und das erreicht eben dieser neue Topf. Also das ist ein riesiges Thema. Das werde ich dann bei der Vorstellung von dem Topf behandeln. Guckt mal, dass ihr abonniert und dabei bleibt. Das wird in den nächsten 2 Wochen wird da sowas kommen. Das Gifttoxin, das wird unter Luftausschluss im Glas und bei falscher Temperatur ohne Druckkessel, aktiv. Das heißt, das ist ja genau das, was wir immer hier machen mit den 100 Grad 2 Stunden. Dieses Toxin ist eines der stärksten Gifte der Welt. Es ist geruchlos, geschmacklos, also du kannst auch ein Glas aufmachen und es kann gut riechen. Du riechst das nicht und trotzdem könnte das drin sein. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein paar Gläser weggeschmissen, vor lauter Angst auch. Und ich möchte euch da jetzt keine Angst machen. Ich habe auch immer nur gute Sachen gehabt. Die Gläser, die auf waren, habe ich weggeschmissen, aber wie gesagt, wenn sich das Gift bilden würde, hauptsächlich bei eiweißreichen Produkten, bei Fleisch und so weiter, was ich ja hier mache, ist es schon eine heiße Sache. Also ich möchte auch nicht an mein Regal gehen und möchte da irgendwie Angst haben, ist da was drin oder nicht. Man kann es natürlich dann aufkochen 10 Minuten, aber was willst denn du bei deiner Wurst aufkochen? Dann hast du einen Brocken. Das fest ist und nicht mehr schmeckt. Dann kommen wir jetzt mal zum Anschnitt. Ich denke jetzt, dass wir die 8 Minuten zusammen haben. So sieht's aus. Also wer das jetzt nicht nachmacht, der ist selbst schuld. Also sobald der Druckkessel da ist, sage ich euch Bescheid, dann kommt das Video. Dann sage ich mal wieder Tschüss.